Lieber Widder, herzlich willkommen zu deinem Februar-Taroskop, Februar 2025. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, was der Februar für dich bereithält, was für dich wichtig und ausschlaggebend werden kann, was eventuell aber auch am besten ganz außer Acht gelassen werden sollte. Zu diesem Video, wie immer bei mir, eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück bitte drauf, du wirst weitergeleitet. Als Vorabinformation, das, was 1979 geschah, wiederholt sich. Informiere dich, nicht nur im Außen, auch familiär. Der Widder im Februar. Ein No-Go. Ein No-Go wird aufgedeckt, entdeckt. Du sprichst es aus. An die Grenzen gebracht. Grenzen sind da, um überwunden zu werden. Wie? Mit was? Bleibt dir überlassen. Du bist einfallsreich genug. Viele neue positive Aussichten. Der Februar möchte dir frischen Wind schenken. Er weht vor dir her, um dich herum. Die Frage ist, nimmst du die Informationen auf, lässt du dich treiben oder hält die Kontrolle dich fest? Oder du die Kontrolle? Eine Idee, ein Impuls. Es erscheint im ersten Augenblick High Risk, doch wäge ab. Wenn du das, was dafür abverlangt wird, auf Vorrat hast, würde ich es riskieren. Ansonsten beobachte. It is revealing itself. Ein Auto ausschlaggebend, sei es, dass du eventuell ein neues Auto kaufst, es in die Werkstatt muss. Ein Auto wird ausschlaggebend. Kann aber auch natürlich ganz anders sein. Du beobachtest ein Auto. Wenn das Auto in irgendeiner Art und Weise Mängel aufweist, kaputt geht, sodass es in die Werkstatt muss, raste auch du. Die Widder-Ladies unter euch, die ihr mir hier zuseht, werden gefeiert. Euch gelingt etwas ganz Wunderbares. Ihr kriegt sehr viel Zuspruch und Anerkennung. Doch nicht nur. Es gibt einen negativen Aspekt. Und dieser negative Aspekt, eure linke Hand, Handgelenk, linker Arm. Dieser bedarf Zuwendung, dieser bedarf Heilung. Vielleicht habt ihr zu viel gegeben. So, du darfst etwas entdecken an dir selbst. Du kommst ein großes Stück dir selbst näher. So, es ist jetzt so, was zeigst du im Außen von dir? Was dürfen die anderen zu sehen bekommen? Wie war das mit der Kontrolle? Was dürfen die anderen zu sehen bekommen? Ich denke, der Februar möchte dich durch diesen frischen Wind, der um dich herum weht, einladen, den Segen deines Lebens, den Segen in deinem Leben wahrzunehmen.
Du darfst eine Gabe, ein Skill in dir entdecken und wirst aufgefordert, dieses zu fördern. Oft fragst du dich, ist es sicher, dass ich mich zeige, so wie ich bin? Ist es sicher, mich zurückzuziehen? Oder muss ich ständig präsent sein? Der Widder hat das ein bisschen, diese ständige Präsenz, auf 80 Hochzeiten gleichzeitig anwesend zu sein, was ein Ding der Unmöglichkeit ist. Und so ist es auch nicht wirklich, ja, kraftfördernd. Und dieser frische Wind möchte dich auf deine Gabe hinweisen. Dieser frische Wind möchte, dass du etwas Neues daraus entstehen lässt. Gut möglich, dass du dich durch einen kurzen Rückzug, welcher 3 bis 4 Tage dauert, sie sagen neu verankerst, dich neu präsentierst dadurch. Etwas wird beendet in dir. In dir gibt es einen klitzekleinen Tod. Gut zuhören, in dir gibt es einen klitzekleinen Tod. Das ist spirituell gemeint und nicht dein physischer Tod. Ja, also immer gut zuhören. Dieser klitzekleine eigene Tod in dir drin hat mit einer Befreiung zu tun. Du lässt etwas zu Ende gehen. Ich denke, es hat damit zu tun, dass du dir bezüglich eines Erdzeichens, gut möglich, nichts mehr vormachst. Das, was das Erdzeichen betrifft, loslässt, ehrlicher zu dir bist und somit darf all die Kulisse in sich zusammenbrechen, die für dich nicht fördernd war. Auch das ist für dich ein großer Schritt mehr zu dir selbst. Hochachtung, denn es gibt eine Gegenüberstellung. Es gibt ein Hindeuten, ein Hinzeigen, es gibt ein Problem zu lösen. Dies wird gut möglich um den 15. sehr präsent, sehr prekär bzw. gelöst, je nachdem, wo du damit stehst. Du möchtest nicht mehr gute Miene zu bösem Spiel machen. Also das böse Spiel ist damit gemeint, es fordert dich heraus, es erdrückt dich, es erschwert dich. Gut möglich, dass du Tacheles redest, doch nicht mit dem Vorschlaghammer, sondern ganz sanft dein Inneres kundtust. Und es ist so befreiend, lieber Widder. Du wirst wahrhaftig dazu aufgefordert, enden zu lassen, was dir nicht mehr dienlich ist. Diejenigen Widder, die einen Hund haben, einen beige bis brauntönig farbigen Hund, dort kann es sein, bitte achtet auf diesen Hund, dass dieser einen Unfall hat bzw. eine Krankheit hat, die nicht entdeckt wird oder zu spät entdeckt wird. Oder dieser frisst etwas und hat dann enorme Schwierigkeiten als Konsequenz. Ich denke, lieber Widder, der Februar lädt dich ein, dich zu befreien. Er lädt dich ein, wieder mal ein ganz großes Stück authentischer zu werden, zu wissen, was du möchtest. Und er möchte, dass du genau hinsiehst. Er möchte, dass du auf dich achtest, physisch, psychisch, spirituell. Dann hast du eine weibliche Person in deinem näheren Umkreis. Diese weibliche Person
Ich denke, du schätzt sie falsch ein. Dies bedeutet, wenn du jemanden hast, der dich triggert oder der dir unsympathisch ist oder wo du sagst, ich weiß nicht, ob die wirklich so ehrlich ist, wie sie tut oder ob sie wirklich so ist, wie sie sich gibt. Ja, diese entlocke ihr Geheimnis. Du bist vollkommen in der Fehleinschätzung, denn genau diese hat intensivste Heilenergien als ihre Gabe, ihr Skill und kann dich in die richtige Windrichtung schubsen und kann dich befreien. Kann Hilfestellung geben, beobachte, urteile nicht vorschnell. Dann ein Mutterthema wird angesprochen, gelöst, erkannt. Die Dinge sind nie so, wie sie uns erscheinen. Da haben wir schon die Heilung. Es bedarf, dass das Dreiergespann in der Familie Heilung erfahren darf. Denn dort ist das Zentrum der Freude, dort ist das Zentrum der Fülle, dort ist das Zentrum deines eigenen Gleichgewichts. Du bekommst Führung. Du bekommst Zeichen, Indizien. Gehe diesen nach. Gut möglich durch ein Feuerzeichen. Insbesondere einem Schützen. Du wirst erwartet, um zu feiern, um die Fülle zu erkennen. Die Familie, ein ganz, ganz großes Thema im Februar. Sei es deine Herkunftsfamilie oder die Familie, die du selbst gegründet hast, falls du dies getan hast. Es geht darum, die Balance zu finden. Denn bisher hast du sie mehr schlecht als recht gefunden. Warum? Nicht, weil du nicht dort oder da genug anwesend warst. In dir drin, lieber Widder. Das darf jetzt gehen. Und das, was du erkennst, indem du es loslässt, ich denke, du wirst erkennen, dass dieser Wettkampf, Wettstreit, die Kontrolle nur zwischen dir und dir stattgefunden hat. Es gibt da jemanden, der das Zwischenmenschliche hoch und heilig verteidigt. Dies wird jetzt erst erkannt, aber besser spät als nie. Wir machen weiter im Extended. Wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Ciao.